Wie bist denn du hierher gekommen, sag mal? Bruder, Hä? jetzt das. Das ist ja Wahnsinn. Wie bin ich hierher gekommen? Mit dem Flugzeug halt. Achso, ich dachte, du bist mit dem Schiff gekommen. Nee. Hä? Nicht? Hergeschippert. Leute, schaut euch mal an, was wir hier haben, denn Sieht das um Ding die geil Marke dreht es sich heute. Wir sind unterwegs heute mit Bentley und wir haben hier schon mal einen ganz speziellen Continental GT in einer ganz speziellen Lackierung. Aber was wir jetzt gleich machen werden, wir werden uns jetzt dann gleich hier in dieses wunderschöne Kfz reinsetzen, was hier eine Gesamtleistung von 782 PS hat und werden zu einer ganz speziellen Location fahren und uns ein Fahrzeug anschauen, was Bentley ganz neu vorgestellt hat, limitiert auf nur 500 Stück. Und ich kann nur so viel verraten, diese Front, das Heck, das komplette Fahrzeug wird sowas von wild ausschauen. Es wurde einfach mitunter von Manthey entwickelt. Und jetzt kommt das richtig Geile. Es wurde einfach mal der komplette Hybrid rausgeschmissen. Bedeutet, hier wurden einfach 450 Kilo gespart. Aber damit genug gesagt. Ich würde sagen, wir hocken uns rein, wir reißen auf und dann sehen wir uns gleich bei der Location wieder. Auf geht's. Schönstes Wetter, Mensch. Ein Traumwetter, oder? Traumwetter. Wir können hier gleich mal beim Aufbau noch mithelfen, denn Leute, hier wird gleich nämlich eine schöne Abendlocation stattfinden, wo ganz viele Gäste eingeladen sind und dieses spezielle Fahrzeug live erleben werden. Und wir dürfen euch jetzt direkt gleich als erstes das Fahrzeug zeigen. Leute, es ist die 4. Generation und hier ist er, der neue Bentley Supersports. Und der Name hat es diesmal wirklich in sich. Denn Leute, es ist erstmalig ein Bentley Continental GT, der rein heckangetrieben ist, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Frank Walliser ist ja der neue CEO von Bentley. Er kommt ja von Porsche. Er war damals der Entwicklungschef für den 918 Spider. Und was hier in den letzten Jahren jetzt, seitdem er gekommen ist, mit dieser Marke passiert ist und passieren wird, das ist wirklich verrückt. Ich habe ja schon öfters gesagt gehabt, für mich der neue Continental GT ist aktuell der geilste Daily, den es gibt. Aber was Bentley jetzt hier mit dem Supersports auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich völlig verrückt. Die meisten Marken gehen nämlich in die Richtung rein elektrisch nur noch oder beziehungsweise Hybrid, so wie es ja auch beim Continental GT funktioniert. Aber was Bentley hier mit dem Supersports gemacht hat, sie haben einfach den Elektroantrieb einfach rausgeschmissen. Was ist dadurch passiert? Reiner 4 Liter V8 Verbrennermotor haben wir hier unter der Haube. Der leistet 657 PS und 800 Newtonmeter. Das muss man sich mal reinziehen, Leute. Es wurde hier einfach der Elektroantrieb rausgehauen und was ist passiert? Das Fahrzeug wiegt unter 2 Tonnen. Oh, ich glaube, warte. 666 PS ist offiziell. Nee, britische Ding. Ja, genau. Britisch ist 675. Nee, 666. Nein, eins von beiden auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall 666. Ansonsten blenden wir es nochmal richtig ein, aber es sind in diesem britischen Power sind 666. Genau. Und sonst sind 657. Ja, wir gehen aber ja nach korrigier mich, ich weiß auf jeden Fall, Continental GT liegen wir bei 782, eben dank der Elektropower. Aber hier ist man wirklich auf komplett Leichtbau gegangen. Und Leichtbau hat wirklich der Name in sich, denn man hat hier einfach mal 450 Kilo gegenüber dem Continental GT gespart. Und wie ist das passiert? Ganz einfach. Aluminiumdach wurde komplett mit einem Carbondach ersetzt. Dann sehen wir ja auch hier die komplette Verspoilerung hier an der Front mit diesen doppelten Dive Planes. Auch hier alles komplett aus Carbon, egal wo du hinschaust. Und vor allem, wenn wir dann jetzt hier auch an die Seite gehen, man muss auch überlegen, wir haben hier 22 Zoll Felgen. Mitunter steckt hier auch ganz viel Entwicklung von Manthey drin. Muss man überlegen, Manthey ist ja eigentlich ja rein nur für Porsche. Aber hier steckt extrem viel Entwicklung von Manthey drinnen. Wenn wir weiter nach hinten gehen, allein hier Seitenschweller, zieh dir das mal rein. Und das sieht erstens nicht nur alles richtig, richtig sexy aus, sondern das hat auch wirklich alles seine Funktionalität. Auch wenn wir hier hinten schauen, Supersports ist 16 mm breiter gegenüber dem normalen Continental GT geworden. Und jetzt sehen wir auch hier, wir haben hier einen festen Heckspoiler, der komplett aus Carbon ist. Dann haben wir hier einen kompletten Carbon-Diffusor. Wenn wir auch hier so schön sehen, serienmäßig
Akrapovic Titan Abgasanlage und natürlich auch im Innenraum. Und da finde ich, da wird es jetzt richtig, richtig wild, denn wir haben hinten keine Sitze mehr. Ach so, was? Echt? Ja, ja, klar. Hier, schau mal hin. Alles hier Alter. hinten, ne? Schön in Carbon. Dann haben wir, das kann man natürlich auch entsprechend konfigurieren. Ob du sagst, eben, du willst jetzt hier richtig diese Schalensitze mit dem Carbon haben. Es ist halt wirklich verrückt. Vor allem, wenn du dich hier reinsetzt, es ist halt saugeil. Weil auf der einen Seite sind die Sitze extrem komfortabel, aber auf der anderen Seite hast du halt jetzt auch wirklich hier diesen Seitenhalt. Und das finde ich extrem gut. Ich finde es halt immer noch verrückt, Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Es wurden hier einfach 450 Kilo an dem Fahrzeug gespart und auch generell haben wir hier um die 300 Kilo mehr Abtrieb gegenüber einem normalen Continental GT. Also ich denke mal, das wird sich hier richtig wild fahren. Wir haben ja auch schon ein paar Videos gesehen, wie hier der Supersports richtig, richtig schön quer geht. Here we go. Let's go. Jetzt überlegst, 500 Stück limitiert, was hier Entwicklung, was hier Arbeit drinnen steckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt schon dann wiederum gerechtfertigt, wenn du das wirklich auf dem Markt vergleichst, wie teuer die Fahrzeuge mittlerweile geworden sind. Ja, aber du siehst doch, das ist nicht einfach nur ein Badge draufgeklatscht, sondern es ist halt einfach was richtig Krasses, was nicht einfach so limitiert ist, sondern halt wirklich auch eine Story dahinter hat. Ist so wirklich. Also Leute, ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dem Fahrzeug sagt. Natürlich jetzt auch mal so eine Frage. Soll der Robert sich hier so einen Supersport zulegen? Vielleicht hat er ja schon eine Quote, weil es ist mittlerweile nämlich schon Warteliste auf dieses Fahrzeug. So ein Run ist auf dieses Fahrzeug drauf. Hast du da Kontakte? Ah, muss ich mal schauen, Robert. Vielleicht kriegen wir da was hin. Das wäre doch Aber schön. ich hätte jetzt eine super Idee. Welche? Ich würde sagen, wir schließen das Video jetzt hier ab, weil in ungefähr 3 Stunden kommen die Gäste. Und ich würde vorschlagen, ich helfe jetzt den Kollegen ein bisschen beim Staubsaugen. Ja. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich glaube 8/12 fahren wir dann. Oder du. Ich bin noch nicht Ich wollte jetzt dabei. gerade sagen, du bist ja dann schon wieder weg. Ja, Gott sei Dank, Ich Mann. kann nur so viel sagen, V12 Power. Ja. Wird auch wild. Bin ich gespannt. So sieht's aus. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin richtig gespannt auf eure Kommentare. Taugt euch dieses Auto oder sagt ihr, nee, das Auto geht gar nicht? Und damit sind wir raus. Peace out.